Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Jellys Live. Ja, ich bin mal wieder sehr früh dran hier mit meinem Video. Aber wir haben gerade wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und ich zeige euch mal, was wir hier die ganze Zeit so machen. Weil glaubt mir, es ist nervenaufreibend. Wie einige vielleicht von euch mal mitbekommen haben oder auch nicht, ihr könnt hier auf meinem Instagram mal mir folgen. Dort präsentiere ich meistens so, was uns tagtäglich begleitet, und hier ist es ja quasi so eine wöchentliche Zusammenfassung oder was mir so durch den Kopf geht. Auf jeden Fall ist es so, wir haben ja hier gerade unser kleines Project X. Ich zeige euch das Ganze mal. Also, dieses Haus haben wir ja gekauft. Das ist quasi das Haus hinter uns. Hat auch einen eigenen Pool, hat eine eigene Sauna. Ich zeige euch das Ganze jetzt gleich mal. Das wird jetzt quasi hier eine Rundführung. Aber was jetzt sehr interessant ist, weil wir das Haus natürlich auch vermieten werden. Nähere Infos werde ich euch auch mal dazu geben. Aber jetzt passt mal auf. Für die Leute, die mich immer wieder danach fragen, Solar hier in der Türkei, wie ist das so? Ich zeige euch das mal. Ja, auch für dieses Haus, für das hintere Haus, haben wir Solarpanelen bestellt. Diese hier. Also das komplette Haus wird auch mit Solar bestückt werden. Und hier oben installieren die das gerade. Weil glaubt mir eins, es macht absolut Sinn, hier in der Türkei sich einfach unabhängig zu machen. Das heißt auch stromunabhängig zu machen. Und ja, auch wenn die Leute sagen, wir haben aber einen Generator. Ja, aber es stinkt, es ist laut und spätestens in der Nacht, wenn der Strom ausfällt und der Generator anspringt, dann ist es halt laut und ihr wacht auf. Also, deswegen gute Batterien kaufen, dass man halt eben dieses Problem nicht mehr hat. Und genau das wollen wir halt auch für unsere zukünftigen Mieter oder Familie, Freunde. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Aber genau, es geht halt auch darum, dass die einfach den höchsten Komfort haben. Darum geht es uns auch immer und das ist auch sehr, sehr wichtig. So, es ist hier noch ein bisschen Baustellenarbeit. Das ist der Pool. Genau, ist auch richtig groß. Und das hier wurde bis jetzt alles hier neu gemacht. Also ihr seht noch, hier und da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Der Eltern ist auch fleißig am Tun und Machen. Und hier ist die Wärmepumpe drin, also das komplette Haus hat auch eine Fußbodenheizung. Hier ist die Sauna. Und das wäre quasi Bergblick. Hier, das wollen wir auch alles bepflanzen, vielleicht mit bisschen Gemüse, Obst, bisschen Unabhängigkeit auch da mit reinbringen. Und warum haben wir das Haus gekauft? Weil man einfach zu nah zu uns ist. Und wir wollen selber bestimmen, wer da eben drin wohnen darf und wer nicht. Ganz einfach. Ja, und das ist der Blick von hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in die gute Stube. So, da steht jetzt hier alles noch nicht so auf dem Fleck, wo es hin sollte. Es wurde jetzt erstmal grob geputzt. Das ist auf jeden Fall das Wohnzimmer. Erdschan legt immer sehr großen Wert darauf, dass hier monströse Fernseher stehen. Das ist der Essbereich hier. Die Küche. Also ist auch wirklich sehr, sehr schön. Es ist auch wirklich alles vorhanden, was man einfach so zum Leben braucht. Und ihr seht es auch hier, also es ist wirklich ein Grobputz gemacht worden. Also da sieht man halt noch die Schmierspuren. Es ist halt einfach so. Das ist der Eingangsbereich. Hier unten befindet sich ein Badezimmer, also wirklich auch mit Dusche, WC, Waschbecken, alles was man so braucht. Und jetzt gehen wir mal hoch. Das Badezimmer im oberen Bereich, natürlich auch mit Badewanne, Waschmaschine, genau, hier komme ich auch gleich nochmal drauf, das ist die Waschmaschine, Trockner haben wir auch drinnen, der ist oben. Und hier, wenn ihr zum Beispiel baden wollen würdet,
hättet ihr auch diesen tollen Blick. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Ja. Und hier haben wir 3 Schlafzimmer. Hier einmal. Genau. Hier auch wieder mit Blick frontal auf einen kleinen Pool und auf einen großen Pool. Ja, aber es ist schon einfach echt toll. Also jetzt hier auch vor lauter Baustelle. Ich bin echt froh, wenn wir einfach wieder unsere Ruhe haben. Ich sag's euch. Auf jeden Fall, das ist das große Master-Schlafzimmer. Kann man auch für eine Workation benutzen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, hier kann man auch nochmal auf den Balkon raus. Und hier das 3. Schlafzimmer im 1. Stock. Hier auch mit komplett neuen Klimaanlagen. Hier noch ein Einbauschrank. Also wirklich alles enorm groß. Und jetzt gehen wir mal nach oben. So, vom oberen Bereich. Das sind noch die Gläser von draußen vom Geländer. Das kommt noch dahin. Wir haben jetzt hier gerade zur Zeit kein Geländer da. Aber wir haben uns hier gedacht, genau, da hinten kommt eine Couch rein. Da wird ein Fernseher stehen. Hier 2 Stühle, sodass man immer einen schönen Blick hat. Dann natürlich hier die Terrasse. Also wirklich, muss ich hier wirklich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Aber ja, wo man auch wirklich einen super, super schönen Ausblick hat. Ist schon eine sehr, sehr schöne Lage hier, definitiv. Ja, und die Jungs, ja, die fahren jetzt noch die anderen Paneelen hoch. Also ich würde ja gerne auch mal hochschauen und euch das Ganze zeigen, aber ich traue mich und ich werde auch nicht diese Leiter raufgehen. Bitte habt Verständnis dafür. Genau, hier ist nochmal so eine kleine Trese, so ein Barbereich. Da hinten ist der Trockner. Es war leider kein Platz mehr, dass man den Trockner hätte unten platzieren können. Das macht aber nichts. Wir sind ja alle jung und sportlich und können ein paar Treppenstufen steigen. Ja, und hier hinten ist nochmal ein Schlafzimmer. Und natürlich auch hier ein Badezimmer. Ja, das ist es. Also, das ist gerade so unser Projekt, an dem wir arbeiten. Also wirklich, uns wird nicht langweilig. Wir haben immer wirklich einen Haufen zu tun. Und ja, wir sind aber... Diese Musik begleitet mich schon die ganze Zeit. Sind aber wirklich froh, dass wir diesen Blick hier immer genießen dürfen. Also, ich wollte euch mal zeigen, was wir hier eigentlich den ganzen Tag so treiben, was wir machen, was wir vorhaben. Und natürlich, wer Fragen zu Solar hat, ob wir damit zufrieden sind oder nicht, der kann es natürlich auch auf Instagram auf @homes folgen oder am besten auch mir auf Jennys Live auf Instagram folgen. Ansonsten, wem das Video gefallen hat, darf mich natürlich gerne hier auch abonnieren, mir folgen, das Video teilen, weiterleiten und ich sag bis zum nächsten Mal und verlasse euch mit einem traumhaften Blick.